große Bücher. Eines heißt Die neue Menschheit. Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also nicht 1917, sondern auch schon vorher. Ach, viel früher. Schon Ende des 19. Jahrhunderts hat Nikolai Fjodorow, und damit beginnt das Buch eigentlich, die Frage gestellt, ist der Sozialismus wirklich eine gerechte Ordnung, eine gerechte Gesellschaft? Und er ist zum Schluss gekommen, das ist nicht der Fall, weil der Sozialismus, wie er gedacht worden ist von Marx und vielen anderen, die Verstorbenen nicht einschließt. So dass alle Menschen, die sozusagen für den menschlichen Fortschritt, geschichtlichen Fortschritt gearbeitet haben und gestorben sind, bekommen überhaupt keine Gerechtigkeit im Sozialismus. Und deswegen hat er beschlossen, ein Projekt zu formulieren, das die Möglichkeit gibt, diese Ungerechtigkeit zu korrigieren, indem die sozialistische Gesellschaft sich verpflichtet, alle verstorbenen Menschen auf eine künstliche, wissenschaftliche Weise wieder sozusagen herzustellen, zu Auferstehen zu bringen. Und ihnen also die Möglichkeit geben, an der sozialistischen Zukunft zu partizipieren. Also lächerlich 1789 die Freiheitsrechte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir brauchen Unsterblichkeit. Wir brauchen Unsterblichkeit. Sehen Sie, alle diese Menschenrechte, bürgerliche Rechte, also sind sicherlich gut und wichtig, solange wir endlich sind, ja, solange wir dem Tod geweiht sind. Aber an dem Moment, an dem wir unsterblich werden, verlieren wir sozusagen das letzte Stück des privaten Eigentums. Das ist sehr wichtig, ja? Weil auch wenn wir zum Beispiel das ganze, auf das ganze private Eigentum verzichten, es bleibt ein Privateigentum auf die Zeit. Wir besitzen so ein Stück Zeit. Wir sind Lebenslaufbesitzer. Eben. Und das trennt uns von allen anderen Menschen. Jeder hat als Sterbliche ein Stück Zeit. Und das heißt, alle Versuche, eine kommunistische Gesellschaft zu bilden, sind unmöglich, wenn die Menschen nicht unsterblich werden. Die Menschen müssen zunächst einmal unsterblich werden, dann wird eine materielle Basis geschaffen für die kommunistische Gesellschaft der Unsterblichen. Entstehen die Toten in uns oder steigen die aus den Gräbern? Ach, die steigen aus den Gräbern. Und zwar, Fjodorow hat vorgeschlagen, als Modell für diese neue Gesellschaft das Museum zu nehmen. Ja, zu nehmen das Museum, weil das Museum ist der einzige Ort, an dem die Technik eben nicht fortschrittlich ist. Das heißt, sie ist nicht im Dienste des Fortschritts, sondern der Aufbewahrung des Alten und der Aufbewahrung der Tradition. Das heißt, er hat vorgeschlagen, das Museum alle je gelebten Menschen zu errichten, wo jeder seine Koje bekommt oder einen Saal. Und wir würden sagen, heute genetischen Code, aber generell alle Erinnerungen, die mit ihm verbunden sind, gesammelt werden. Und dann irgendwann, wenn wir soweit sind, technisch und politisch, dann können wir diesen Menschen dann zur Auferstehung bringen. Das heißt, das Museum ist nicht ein Friedhof, sondern ist ein Wartesaal. Und das nicht für Ramses II. Oder den Zar so und so, sondern für den einfachen Menschen, den einfachen Leprakranken, der zu Unrecht in Aleppo starb. Ja? Absolut. Für alle Beleidigten und Erniedrigten. Das ist sozusagen diese Synthese zwischen christlichen Versprechen und kommunistischer Utopie. Alle müssen, weil alle gelitten haben für die Zukunft, alle müssen das Recht haben, an dieser Zukunft auch zu partizipieren. Und wichtig ist, dass sozusagen das Museum, die Bibliothek, der Friedhof werden sozusagen als Vorbereitungsphasen gesehen zu dieser Auferstehung. Die Menschheit besteigt quasi Schiffe, ja? Ja. Und die bringen sie über den Fluss Lethe, ja? Über und die wieder Fluss zurück. Lethe, aber lebendig. Und als Bürger eine neue Gesellschaft, und zwar eine Gesellschaft ohne privaten Eigentum. Und darüber machen die Versammlungen und darüber stimmen sie ab. Ja? Das dringt ja nicht nach Zentraleuropa oder nach Frankreich vor, diese Bewegung. Nee, nicht, aber sie hat so eine politische Bedeutung bekommen in Russland nach der Revolution. Da gab es eine Partei, die hieß Partei der Biokosmisten Immortalisten.
Und die hatten ihre Vertretungen in Moskau und in Petrosavet. Sie wurden auch gewählt. Also das war eine richtige politische Partei. Und sie forderten eben Verjüngung und Unsterblichkeit zu Hauptzielen der sowjetischen Staatspolitik zu erheben und einen Großteil des Budgets eigentlich dazu verwenden, die Unsterblichkeit zu erreichen. Und Verjüngung, das heißt also in der Und Lebenszeit Verjüngung. auch noch, ja, nicht ich werde Ja. kein Greis. Ja? Ja, Verjüngung. Und Verjüngung, da ist auch sozusagen zu lesen im Buch, die Experimenten von Bogdanov. Alexander Bogdanov, Alexander Bogdanov in seinem Institut. Chef der Parteischule auf Capri. Man sieht Genau. ihn mit Lenin Schach spielen. Ja? Er ist der einzige ernstzunehmende Kontrahent Absolut. Lenins, der ihn Wichtiger auch einmal Philosoph. in die Minderheit gebracht hat. Ja, absolut. Überhaupt, die ganze bolschewistische Bewegung ist sozusagen entstanden, ideologisch-politisch, aus den Gesprächen zwischen Lenin und Bogdanov. Aber irgendwann hat Bogdanov sich sozusagen faszinieren lassen von dieser Idee der Unsterblichkeit und Verjüngung. Und er hat ein Institut geschaffen zum Austausch des Blutes zwischen der älteren Generation und jungen Generation. Aber lässt sich das, also das Blut einer 21-Jährigen, ja? Ja, absolut. Er beschreibt so ein Beispiel, dass sozusagen das Blut einer jungen Studentin wurde ausgetauscht mit dem Blut eines älteren Literaten, wie er schreibt. Und der Literat hat sich viel jünger und besser gefühlt und sie weiser. Und beide waren sehr zufrieden. Er ist aber daran gestorben. Also nach der 123. Transfusion, die er sich selbst einverleibte, ja, gab es eine Entzündung, eine Blutvergiftung und er starb. Das stimmt. Allerdings die Idee war, dass man einen Menschenkörper schafft, der die ganze Menschheit umfasst, durch diese Blutsysteme, durch Bluttransfusion. Er wollte erreichen, dass jeder 80% des Blutes austauscht im Jahr. Und so kann man sagen, dass, das ist Blutinternet, ja, so Blutinternet, dass sozusagen die ganze Information und die ganze Kräfte und so werden ständig ausgetauscht, Weil ja sodass die Information Menschheit weitergegeben wird. ja, und der Kommunismus wird verankert auf der körperlichen Ebene. Ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, ja, im Unterschied zu Biopolitik wie von Foucault verstanden zum Beispiel, ja, so Politik, die eigentlich letztendlich aus der Isoliertheit des Individuums ausgeht, ja, obwohl dieses Individuum als Teil der Masse begriffen wird. Im Kommunismus, was sie versucht haben, diese Einheit unter den Menschen auf der körperlichen Ebene herzustellen, nicht auf der Ebene der Ideologie. Aha, also nicht die Gedanken vereinigen sich, Nein. nicht die Schritte der Demonstranten, der Nein, Marschierenden, nein. nicht die Waffen vereinigen Die sich, Körper die selbst. Körper selbst. Und Die zwar nicht durch Körper selbst. Beischlaf ja, Nein. und Samen. Nein. Ja, weil das ist so, das musste abgeschafft werden sogar. Aber die ganze Sexualität wurde als Ablenkung von diesem großen Projekt gesehen und eine gewisse Absonderung, wie sie eigentlich auch ist. Aber die Idee ist eigentlich eine Strömung durch, Eine Strömung Wald, durch alle die gesamte Körper. Menschheit, durch alle Körper. Und dann ist sozusagen die Ware ist die Zeit. Das ist nicht Geld und das ist kein Konsum, sondern die Gesellschaft bietet dir etwas, was du nur von der Gesellschaft bekommen kannst, nämlich die Zeit. Die Zeit deines Der eigenen Herzschlag Lebens. ist sozusagen nicht das Geld, ja, sondern der Herzschlag ist der Motor, das Messgerät der Ökonomie. Ja, und eine Ökonomie, die voraussetzt eine grundsätzliche Bedürftigkeit des Menschen und ein Streben nach der Unsterblichkeit. Und diese wird nicht von Gott gestillt sozusagen oder befriedigt, sondern vom Staat. Ja, der Staat verpflichtet sich sozusagen, den Menschen mit der Zeit zu bezahlen. Nicht mit dem Geld und mit der Konsumwaren, sondern mit der Zeit seines Lebens bis zur Unsterblichkeit. Also war ich tüchtig, war ich tugendhaft, ja, war ich sozusagen Sozialist, ja, Ja. dann bekomme ich mehr Leben. Ja, Mehr Leben, ja, mehr Zeit. wie ein Garten am Ende des Lebens anbaubar. Genau. Aber auch die vielleicht irgendwann nicht so gut gearbeitet haben und so weiter, durch die Gnade des Staates bekommen sie es letztendlich auch. Das ist aber kein Staat mehr. Ja? ja, es ist ein Staat. Das ist Gartenbau.
Oder Museumskuratorium, würde ich sagen. Ja? Das sind so Staat als Museum seiner Bevölkerung, würde ich sagen. Ja? Das ist so. Jetzt gibt es hier einen ganz eigenartigen Menschen. Ich glaube, er war ursprünglich Lehrer. Ja? Wie wird er ausgesprochen? Tsiolkovsky? Tsiolkovsky. Ja. Tsiolkovsky. Können Sie es noch einmal richtig aussprechen? Konstantin Tsiolkovsky. Was ist das für ein Mann? Na gut, er hat angefangen mit ziemlich avancierten geometrischen Ideen, so in so Riemann und Lobachewski und so. Und irgendwann... Mathematiker. Mathematiker, ja. Aber eigentlich kommt er vom Dorf. Ja, Oder er einer kommt... kleinen Bezirksstadt. Ja, so Träumer. Ja. Ja, so ein einsamer Träumer. Abendvolkshochschule. Ja, so ungefähr. Aber begabt für die Mathematik und gleichzeitig begeistert von der Idee eben der allgemeinen Auferstehung von allen. Und da stellte sich allerdings die Frage, wo sie alle hin müssen, ja? Weil eben die Erde ist zu sich bevölkert und alle diese Generationen auf der Erde unterzubringen, ist die Sache zur Unmöglichkeit. Und dann kommt er auf die Idee der Patrifizierung des Himmels. Andere Planeten sollen die alten Menschen, die Toten, Die aufnehmen, Toten, die wiederhergestellten Toten. Der Himmel, also der Himmel. Aber Himmel verstanden eben als Kosmos, als kosmischer Raum. Und dann erfindet er die ersten Raketen als Geräte, die sozusagen diese Toten auf andere Planeten bringen und dort ansiedeln sollen, damit eben diese auferstandene Menschheit sich im kosmischen Raum ausbreitet. Und zwar nicht nur auf anderen Planeten dieses Sonnensystems, sondern Generell im ganzen auf Kosmos. den nächsten Fixstern, Alpha Centauri hin. Ja. In dem ganzen Sternbild des Schwans sich erstreckend, die Milchstraße erobernd. Überall, aber und nicht unbedingt ansiedeln. Zum Beispiel Malevich hat es kommentiert, hat gesagt, er würde einfach so weiterfliegen. Ja? Er würde überhaupt nirgendwo landen. Gar nicht erst anhalten. Nee. Kein Rückblick. Nee, ihm gefällt diese Idee, im Schwarzen einfach immer weiter zu fliegen. Und das würde ihm schon genügen. Er bezeichnet ja den Kosmos als das Unweise. Der Ort des Unweisen. Genau, aber das ist das Schwarze. Aber das Schwarze nicht als Farbe, sondern sozusagen als Abwesenheit aller Farben und Abwesenheit des Lichts. Er hat ja wunderbare Bühnenbilder 1913 gemacht für ein berühmtes Stück, ja, eine Oper. Sieg über die Sonne. Der Sieg über die Sonne. In 2 Akten. Ja. Eigentlich mit dem Ziel, die Sonne tatsächlich abzuschaffen und das Sonnenlicht durch das künstliche Licht zu ersetzen. Weil er fand als Künstler beleidigend, dass die Sonne ihm diktiert, was er sieht. Und da muss er das abmalen. Ja? Solange sozusagen die Sonne leuchtet, ist der Künstler nicht frei und nicht autonom. Also zunächst seine Seelenlampe im Licht der inneren Lichter, ist es das? Ja, aber auch künstliches Licht, elektrisches Licht und so. Licht, das man selbst gestaltet, ist auch okay. Und er wollte sozusagen eine absolute Finsternis zunächst einmal einführen, damit dann der einzelne Künstler sein eigenes Licht produzieren könnte. Und das war die Idee, dieses Sieg über die Sonne. Kommt dieses schwarze Bild von ihm? Ja. Kommt das schon vor? Da kommt das schwarze Quadrat, ja. Worum geht es da in Sieg über die Sonne? Ja, das ist der berühmte Dichter, die da geschrieben haben. Ja, das ist der Chlebnikow und Wladimir Chlebnikow und Alexei Krutschoner. Und es ist ein Mysterium, wirklich ein Versuch, durch eine radikale Poesie die Sonne zu überzeugen, einfach abzutreten und sozusagen die Menschheit ihrem eigenen Licht zu überlassen. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es Mythos ist oder nicht. Ich glaube, da ist was Wahres dran, dass Chlebnikow, der wirklich geglaubt hat, dass die Sonne einsieht, ja, nach der Vorführung seines Stücks und verschwindet, hat lange nachgedacht, warum es nicht geklappt hat. Und er hat gedacht, deswegen, weil Neva, also was Sandwitzes Buch steht, kein heiliger Fluss ist. Und so beantragte die Einreise nach Indien, um dieses Stück
am Ufer von Ganges. dann fortzuführen. Und er hat gedacht, dass dann er wird die Sonne schon gezwungen zu verschwinden. Allerdings die damalige britische Regierung des Indiens hat diesen Gesuch abgelehnt Kein als Visum ein gegeben. Beispiel der kommunistischen Unterwanderung. Graf Kessler, Tagebücher 1918 bis 1937, Frankfurt 1962, Seite 112, 1f. Graf Kessler galt lange Zeit als unehelicher Sohn von Kaiser Wilhelm I. Berlin, 24. Januar 1919. Freitag, gefrühstückt bei Ludwig Stein mit dem Fürsten und der Fürstin Bülow, Georg Beerharz und dem Schweizer Gesandten Mercier. Natürlich war hauptsächlich von Spartacus die Rede. Bülows wohnen im Eden-Hotel. Nachdem die Schießerei sie aus dem Adlon vertrieben hat. Und haben mit der Gardeschützendivision dort Verkehr, die im Eden-Hotel ihren Stab hatte. Die Fürstin sagt, sie habe vor den Vorgängen bei Liebknechts und Rosa Luxemburgs Ermordung nichts gemerkt. Das Hotel sei ganz still gewesen. Ihre Kammerjungfer sei Rosa Luxemburg zwischen Soldaten auf dem Flur begegnet. Eine kleine Frau, die ganz ruhig mitging. Was bei Bülow frappiert,
Ist das er, der Hauptschuldige am Weltkrieg und an Deutschlands Untergang, ein so offenbar ruhiges Gewissen hat? Er trägt dasselbe rosige, ausgeruhte, fast niedliche Gesicht, mit dem er schon vor 20, ja vor 40 Jahren, so lange kenne ich ihn, Zitate verzapfte und geistvoll, wie es sich vor schönen Frauen gehört, plauderte. Er hat von allen Dingen, die in der Welt vorgingen, immer nur sein eigenes, rosiges Antlitz im Spiegel gesehen. Ein Opportunist reinsten Wassers, Reichskanzler, genannt Silberzunge. Das Schrecklichste wäre, wenn diese ganzen Verwüstungen und Leiden nicht die Geburtswehen einer neuen Zeit wären, weil nichts da wäre, was geboren sein will. Wenn man schließlich nur kitten müsste. Graf Kessler, Tagebücher 1918 bis 1937, Frankfurt 1962, Seite 104. Bezieht sich auf den Ersten Weltkrieg.
Also ursprünglich ist ja in der Arbeiterbewegung der Generalstreik die höchste Form des politischen Kampfes. Ja, ja. Und als es den Kapp-Putsch gibt, das heißt, die Rechte will eine Diktatur errichten in Deutschland, da ist der Generalstreik die Antwort und stürzt diese putschistische Regierung. Genau, 1920. Das war die Antwort der Arbeiterklasse, aber genauso auch 1948 gegen die Preiserhöhung und den Lohnstopp nach einer großen Welle auch von Streiks in den Betrieben, auch für Forderungen für Verstaatlichung der Schlüsselindustrien und so weiter, kam es auch zum Generalstreik 1948. Es wird ja immer so in Deutschland getan, als wenn die letzten politischen Streiks oder der letzte Generalstreik 1920 gewesen wäre, wo im Endeffekt die bürgerliche Gesellschaft verteidigt worden wäre. Und an 48 und auch an politische Streiks später erinnern sich offensichtlich auch die bürgerlichen Historiker weniger gern. Aber in den ursprünglichen Konzepten des politischen Kampfes und des sozialen Kampfes, so wie es meinetwegen von Marx und Engels entwickelt wurde, da ist doch der Weg über den Generalstreik, einen Generalstreik muss man auch beenden, das heißt über dann die Betriebsräte und die Selbstorganisation der Produktion geht es einen langen Marsch zur Veränderung einer Gesellschaft. Aber auch das war ja 1918 der Fall in der großen Streikbewegung. Also wir hatten ja auch in Deutschland gab es ja lange die Diskussion, auch innerhalb der Sozialdemokratie, soll man das Mittel des politischen Streiks anwenden, soll man es nicht anwenden. Wir hatten allein 1916 hier Streiks in Berlin von 300.000 Rüstungsarbeitern, die sich im Ersten Weltkrieg auch gegen den Krieg gewandt haben. Gegen das Kriegsrecht auch, also das heißt, da die für stand Frieden die gestreikt haben. Drauf. Genau, auch wo ökonomische Forderungen und politische Forderungen eigentlich Hand in Hand gegangen sind. Und dann hatten wir ja die Riesenstreikbewegung 1918 und die ganze Revolution 1918 hat sich ja auch in der Streikbewegung begonnen mit den Matrosen niedergeschlagen. Und da war ja eine Forderung auch, dass auch Räte aufgebaut werden. Ist ja dann auch passiert. Im Folge der Revolution war die Räte im Endeffekt, waren sie zu schwach, war auch die kommunistische Partei, damals dann Spartakusbund, waren zu schwach, auch die Räte zu koordinieren und die Revolution durchzusetzen. In dem Sinne hat die Revolution ja viel... auch nur selber koordinieren, die Räte, nicht? Das ist ja spontanistische Unternehmen, autonome Räte. Nicht? Trotzdem, auch wenn Rosa Luxemburg über Spontanität gesprochen hat, der Arbeiterklasse hat Rosa Luxemburg ja auch gesagt, dass eine Partei notwendig ist, eine politische Führung in diesem Kampf. Und das ist, glaube ich, das war, glaube ich, richtig. Aber da waren auch da war der Spartakusbund natürlich deutlich schwächer als die Bolschewiki 1917 in Russland. Spartakusbund, wie viel sind das? Das sind noch ganz wenige Leute. Ja? Das sind vielleicht 300 oder was? Auf alle Fälle deutlich weniger als die Bolschewiki, die am Ende 240.000 Mitglieder hatten. Ja, und die heißen ja Mehrheit auch. Ja? Genau, aber die waren ein halbes Jahr vor der Revolution ja auch nur 8.000 Mitglieder. Also da hat sich ja sehr schnell die Partei aufgebaut. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, mit dem Interesse für den politischen Streik, dann ist es so, dass Sie sagen, 1914 wäre eigentlich angesagt gewesen, dass die Arbeiter Frankreichs, Englands, Deutschlands diesen Krieg verhindern. Richtig, das wäre möglich gewesen. Das ist natürlich enorm erschwert gewesen aufgrund der Mehrheit der Sozialdemokratie, die den Kriegskrediten zugestimmt hat und in dem Sinne diesen Burgfrieden geschlossen hat und es ja erstmal auch in Teilen der Gesellschaft eine Begeisterung dann für den Krieg geschürt worden ist. Also war die Ausgangslage ziemlich schwierig, aber sehr schnell ist ja auch dann innerhalb der Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbewegung deutlich geworden, auf welchen Schultern eigentlich dieser Krieg geführt wird und dass es ein Krieg ist, der um Profite, um Absatzmärkte und so weiter geführt wird, um geostrategische Interessen, aber nicht im Interesse der Arbeiter geführt. Und wenn Sie sozusagen sagen, meine Politik ist realistisch, dann gehen Sie von so einem Moment aus, 1914, es ist realistisch, diesen Krieg zu vermeiden. Ja, nicht? Dieser Krieg ist eine Katastrophe und ist ein Gegenteil. Der ist unrealistisch, bis in die Knochen. Ja? Das kann man doch sagen. Ja, denke ich. Ja. Und da müssten doch alle Mittel recht sein. Ja? Nicht? Und notfalls zahlen wir lieber Schadensersatz aus der Gewerkschaftskasse,
als dass wir den wenn es Schaden dieses Kriegs bezahlen. Ja, wenn es zu einem Generalstreik in den 50er Jahren gekommen wäre, als es um diese Schadensersatzansprüche gegangen wäre, da ist ja die Frage, ob die überhaupt jemals diese Ansprüche gefordert hätten von der Gewerkschaft. Das glaube ich gar nicht. Also in dem Sinne. Aber ich glaube, dass der politische Streik heute genauso auf der Tagesordnung wieder steht. Wir gucken ja heute in Deutschland oft nach Frankreich, wo die Franzosen im Sinne von tous ensemble alle gemeinsam auf die Straße gehen und nicht nur 68 sind Frankreich ja viel weiter gewesen als in Deutschland, sondern auch heute, wo die Franzosen immer wieder zum Mittel des Arbeitskampfes, aber auch des politischen Streiks greifen. Sie gelten ja, also nach dem, was über Sie geschrieben wird, als links von der Linken. Ja, die ist Ihnen zu organisiert und zu kompromissbereit und zu sehr in die Diskussion verstrickt, ja, die alle anderen auch machen. Ja, der Ausgangspunkt war ja die Situation auch gerade in Berlin und hier ist ja die Linke, hier in Berlin ist ja nicht gleich der Linken von Oskar Lafontaine im Bund, sondern der große Unterschied ist ja, dass die Linke hier in der Regierung mit der SPD neoliberale Politik mit umsetzt. Also eigentlich all das, was sie sich auf die Fahnen schreibt im Kampf auf der Bundesebene. Wir sind irgendwie für Mindestlöhne, für Rechte für Personalräte beispielsweise, gegen Privatisierung. Genau das Gegenteil passiert ja in Berlin. Rot-Rot hat ja jetzt vor kurzem auch die Rechte von Personalräten, also Mitbestimmungsrechte, weiter abgebaut in Berlin. Und die Linkspartei PDS in Berlin setzt das mit um. Und das war was, wogegen wir uns gewehrt haben in Berlin, weswegen wir gesagt haben, wir machen das nicht mit, wir treten als WASG Berlin eigenständig an. Das war der Ausgangspunkt. Und in dem Sinne würden wir eher sagen, die Linke in Berlin, die damals PDS oder Linke.PDS hieß, war gar nicht so links. Also den Blinden 20% des Blindengeldes zu kürzen oder 120.000 Wohnungen zu privatisieren, ist ja keine linke Politik. In dem Sinne muss man ja auch dann die Begriffe dann nochmal untersuchen an der Stelle. Man nennt sie eine Trotzkistin oder sie nennen sich selber so. Ja? Was ist eine Trotzkistin? Was ist der Kern von Trotzki, sozusagen quasi sein Erbe? Also ich habe Trotzkismus immer als eine Form von modernen Marxismus verstanden. In dem Sinne, also der Begriff bezieht sich ja auf Trotzki, der in der linken Opposition in den 20er, 30er Jahren gegen die Stalinisierung in der Sowjetunion gekämpft hat und in dem Sinne eigentlich gesagt hat, es ist richtig, dass es eine Planwirtschaft gibt, im Gegensatz zum Kapitalismus, der sehr chaotisch immer wieder auch Krisen produziert, sehen wir auch gerade aktuell, die Wirtschaftskrise, die sicherlich auch nach Deutschland kommen wird, aber wo er trotzdem gesagt hat, man braucht eigentlich eine sozialistische Demokratie, also es muss ein funktionierendes Rätesystem geben, es braucht Kreativität, Eigeninitiative. Land einrichten wollen, genau, auf Kosten anderer Länder, sondern man muss sozusagen Internationalist bleiben. Ja? Genau, Sozialismus in einem Land, was Stalin ja seit 1924 dann vertreten hat, dass das unmöglich ist. Und das hat sich ja im Endeffekt auch gezeigt, dass der Aufbau von einer wirklichen sozialistischen Demokratie in dem waren natürlich dann später der gesamte Ostblock, aber dass trotzdem das alleine in der Sowjetunion nicht möglich gewesen wäre. Also ich sehe noch ihn eine Demonstration zum Oktober in Moskau anführen und die Arbeiter kommen nicht aus den Fabriken. So wie sie es 1917 getan haben. Ich teile ich teile die sehr kritische oder auch negative Haltung gegenüber abhängig Beschäftigten oder Arbeiterklasse eigentlich nicht. Also mein Vertrauen ist relativ groß darin, dass das, was wir jetzt auch im Lokführerstreik gesehen haben in Deutschland, vor kurzem, was wir in Frankreich sehen an Streikbewegungen oder auch in Italien, Griechenland, wo ja überall auch Generalstreiks immer wieder stattgefunden haben in den letzten Jahren. Ich glaube, dass das auch Deutschland wieder prägen wird und dass auch in Deutschland große Kämpfe und Bewegungen hervorbestehen. Von daher glaube ich auch an diese These von Marcuse und anderen aus den 60er Jahren, dass der Arbeiter ein manipuliertes Wesen ist und von der Springerpresse nur manipuliert ist und sich nicht selber zur Wehr setzt, das glaube ich nicht. Hat natürlich einen Einfluss, das ist klar, aber ich glaube trotzdem, dass gerade in Kämpfen eine ganz andere Form von Bewusstsein entsteht. Haben wir auch bei dem Streik bei Bosch Siemens Hausgeräte vor einem Jahr, 2006 in Berlin gesehen, dass zu Beginn des Streiks also es gab eine Gruppe von türkischen Kollegen, eine Gruppe von vietnamesischen Kollegen, ein paar afrikanische Kollegen, deutsche Kollegen. Die hatten erstmal wenig miteinander zu tun. Aber in dem Kampf
sind die zusammengewachsen, haben für ihre Interessen gekämpft gegen die Schließung des Werks und haben im Kampf auch immer mehr die Frage aufgeworfen, wir kämpfen ja nicht nur um unsere eigenen Arbeitsplätze, es geht nicht nur um unsere Haut, stand auf den Transparenten, sondern es geht auch um die Haut von den Kollegen von AEG Nürnberg, von den Kollegen von BenQ bei Siemens, die entlassen werden sollte. Jetzt geht es ja auch noch um die Beschäftigten von Nokia Bochum. Aber in diesem Kampf ist eine ganz andere Form von Klassenbewusstsein, von Solidarität eigentlich gewachsen. Und ich glaube, oder das ist zumindest mein Vertrauen und mein Optimismus, dass das weiter auch sich entwickeln wird. Sie sagen also, die grundlegende politische Unterscheidung ist, wem vertraue ich auf keinen Fall. Und diejenigen, die den Ersten Weltkrieg hervorgebracht haben, ja, die 33 hervorbringen, ja, denen vertraue ich ganz gewiss nicht, ja, egal wie sie sich verteilen. Ja? Und Arbeitern vertraue ich, weil sie was produzieren. Ist das richtig gedacht? Naja, ich glaube, dass das, was Marx gesagt hat, dass es diesen unversöhnlichen Gegensatz zwischen den Klassen gibt und dass die Klasse von abhängig Beschäftigten, wo ich Erwerbslose heute zuzählen würde, dass sie die fortschrittliche Klasse sind, die ein Bewusstsein entwickeln kann, die auch die Produktion später anders organisieren kann. Ich glaube, dass diese fortschrittliche Klasse in der Lage ist, hier das ganze Land lahmzulegen und die Möglichkeit hat, ganz andere Verhältnisse auch zu erkämpfen und eine Gesellschaft zu erkämpfen, in der wirklich die Bedürfnisse von Mensch und Natur im Mittelpunkt stehen und nicht von der kleinen Minderheit, die wie Nokia den Hals nicht voll genug bekommt. Und da vertraue ich rein. Ich denke aber auch, dass das die Geschichte immer wieder gezeigt hat, was möglich gewesen ist, was erkämpft wurde. Also ich glaube, das Linkssein bedeutet, sich in der Klassengesellschaft auf der richtigen Seite zu positionieren, um es kurz zusammenzufassen. Also in dem Sinne, wenn wir davon ausgehen, dass wir weiterhin in einer Klassengesellschaft leben, auch wenn sicherlich sich einiges da auch heute anders darstellt und die Arbeiterklasse nicht nur diejenigen sind, die... Die Klassenschranke in den Menschen selbst verläuft. Ja? Also das ist sehr viel in die subjektive Seite, ja? Introjiziert bereits. Ja. Naja, Marx hat ja auch den Unterschied zwischen Klasse an sich und Klasse für sich gemacht. Genau. Also, dass es Klassen objektiv gibt, aber dass das nicht bedeutet, dass die Klasse sich auch als Klasse begreift. Das, denke ich, ist klar. Aber trotzdem glaube ich, dass dann Linkssein bedeutet, sich auf der Seite von, sagen wir jetzt mal einfacher jetzt, abhängig Beschäftigten, Erwerbslosen, Jugendlichen zu stellen und nicht auf der Seite von denjenigen, die die Kollegen bei Nokia gerade entlassen oder die, um es einfach mal ein bisschen konkreter zu machen, oder die Menschen für immer weniger Geld arbeiten lassen, trotzdem die Arbeitszeit verlängern und so weiter. Also diejenigen, die das Geld sowieso dick in der Tasche haben und Profite machen. Und da muss man sich entscheiden. So, und wir haben uns da vor 2 Jahren als WASG Berlin, auch als SAV, entschieden, dass wir auf der Seite von den Kollegen hier im öffentlichen Dienst zum Beispiel stehen, die für Lohnerhöhung kämpfen, oder auf der Seite von den Charité-Beschäftigten, die auch sagen, sie wollen nicht, dass weitere Teile von der Charité privatisiert werden. So, der rot-rote Senat steht auf der Seite der anderen meistens und macht eine Politik, die ja, diese ganzen Sozialkürzungen, Lohnkürzungen, Stellenabbau weiter mit umsetzt. Und da haben wir gesagt, das ist nicht unsere Politik. Wir meinen, dass linke Politik bedeutet, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse grundlegend zu ändern. Das bedeutet aus meiner Sicht keine komplette Absage an Regierungsbeteiligung. Wenn wir heute nach Bolivien schauen oder nach Venezuela, sehen wir ja, dass dort Regierungen auch teilweise Verstaatlichungen zum Beispiel durchführen. Geht mir alles noch nicht weit genug, aber der Prozess ist, denke ich, sehr, sehr richtig und geht in die richtige Richtung. Aber dort sind ja auch Massenbewegungen, haben dort stattgefunden, Massenbewegungen gegen den Neoliberalismus. Und auf Grundlage dieser Massenbewegung ist überhaupt möglich, dass überhaupt Hugo Chavez und Evo Morales dort regieren können und Fortschritte für die arbeitende Bevölkerung, für die erwerbslose Bevölkerung durchgesetzt werden. Das ist aber in Deutschland ja eine ganz andere Situation. Die Linke in Deutschland ist in der Defensive momentan noch. Wir kommen langsam in die Offensive. Die Meinungsumfragen zeigen auch, dass sich das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung ändert. Wie viel sind Sie in Ihrer Organisation? Also wir hatten auf dem Höhepunkt der WASG Berlin waren wir 850 Mitglieder. Jetzt existiert ja die WASG Berlin nicht mehr und wir haben die BASG als eine Regionalorganisation mit 100 Mitgliedern aufgezogen. Und nebenbei bin ich in der SAV Sozialistische Alternative ungefähr so viel wie Spartakusbund organisiert. War. Ja, ungefähr. Nur, dass Spartakus nicht nur in Berlin existiert hat. Nein, das hat und die BASG war wirklich ist ganz in Berlin. Europäer. Ja. Das waren aus allen Ländern Europas. Setzten sie sich die zusammen.
Das ist der Durchbruch, sagte er ganz plötzlich. Es besteht Redebedarf. Für den Abend hat Freund Liebknecht seinen Besuch angekündigt. Was nennt man subjektiv-objektives Verhältnis? Bei Marx ein Kern, ein zentraler Begriff. Es gibt nichts bloß Subjektives, es gibt nichts bloß Objektives.
subjektiv-objektive Verhältnis ist im Grunde eine intellektuelle Maschine. Ist der Versuch, eine intellektuelle Maschine zu Zum konstruieren. Verständnis dessen, was wirklich geschieht. Ja, zum Verständnis dessen, was wirklich geschieht, aber mehr noch. Es ist eine Maschine, wie alle anderen Maschinen, die etwas produzieren soll. Keine Maschine produziert nichts. Jede Maschine ist mit einem Produktionsauftrag verbunden. Und dazu gehören zwei Dinge. Erstens, eine Maschine muss in Gang gesetzt werden. Interessant an der subjektiv-objektiven Maschine ist, dass sie zwei Enden hat und an jedem dieser Enden kann ein Schalter betätigt werden, durch die sie in Bewegung gerät. Sobald ein Subjekt anfängt, sich zu bewegen, ist zugleich eine Objektwelt in Bewegung gesetzt. Sobald eine Objektwelt sich bewegt, wird zugleich ein subjektives Moment in Bewegung gesetzt. Wäre das Erste. Und es funktioniert nach einem vorgefertigten Programm. Eine Maschine hat auch ein Programm. Also subjektiv-objektives Verhältnis ist also ein Relationsprogramm. Die Frage ist, was wird produziert in diesem subjektiv-objektiven Verhältnis? Und man kann sagen, was hier produziert wird, das ist für Hegel genauso wie für Marx, was hier produziert wird, ist Welt, und zwar eine ganz bestimmte Welt. Und dabei sind zwei Momente interessant. Erstens, es kann eine Welt der Fälschungen produziert werden, eine Welt der Fälschungen, in der beispielsweise subjektiv-objektive Verhältnisse Gegenstände produzieren, in denen dieses Verhältnis Subjekt und Objekt verschwunden ist. Eine Form der Synthesis simulieren. So tun, als ob die Objekte, die fremden Dinge verfügbar wären, in der Hand zu halten sind, gewissermaßen zur Ausstattung, zur komfortablen Ausstattung der Existenz beitragen. Das heißt also eine Maschine zur Produktion von Illusionen. Der dialektische Blick, der marxistische Blick wäre, diese Maschine muss sabotiert werden. Wenn Sabot bedeutet Holzschuh und wird in die Maschine geworfen. Ne? Operationen von frühindustriellen Handwerkern, die Maschinen zum Stoppen gebracht haben, um Arbeitszeitverbesserungen herbeizuführen. Also diese Maschine, diese dialektische Maschine, die Illusionen produziert, ne? Komfortable Gegenstände, über die ich mich täusche, die kann gestoppt werden durch Einsprüche, durch Sand im Getriebe, mit denen etwas erzeugt wird. Und das ist, glaube ich, der andere Gegenstand der Produktion, das andere Resultat, nämlich die Einsicht in die grundlegende Fremdheit, die Einsicht in die grundlegende Unaneigenbarkeit einer Produktionswelt, in der dieses Subjekt, dessen Teil dieser Maschinerie ist, immer schon ein Knecht, immer schon ein Unterworfener, immer schon ein zerbrechliches, ausgebeutetes Wesen ist. Aber hier an der Stelle scheint mir, dass die Maschinerie ja, des subjektiv-objektiven, das heißt die Erkenntnismaschinerie, nicht einfach sozusagen durch den Holzschuh gebremst werden kann, sondern dass es eine zweite Maschinerie gibt, ja, die sehr wohl funktioniert. Und die kann dieses subjektiv-objektive Verhältnis aneignen, aufgreifen. Ja? Nicht als Illusion, sondern als wirkliches Verhältnis. Durch Senkung der Ich-Schranke, durch Verbindung, Antizipation des anderen. Das wäre sozusagen in der Liebe, allerdings auch im Krieg, ja, wenn ich den Feind schneller verstehe, als der sich selbst versteht, ja, oder in der Produktion oder bei Erfindungen, der Fall. Das heißt nun, dass wenn diese Maschine auf der einen Seite Illusionen produziert, kann sie auch die Anti-Illusion. Kann sie eben auch Wahrheiten produzieren und Wirklichkeiten. Die Wahrheiten und Wirklichkeiten. Für Menschen brauchbare Wirklichkeiten. Genau. Und tut sie das? Und tut sie das auch im marxistischen Sinne, im Sinne von Marx oder im Sinne des Kapitals, dann ist an dieser Produktion von Wahrheit eine Sache ganz entscheidend und wesentlich, nämlich, dass diese Wahrheit nicht mehr in mir, nicht mehr in meinem Ich, nicht mehr in meinem Bewusstsein gefunden werden kann, sondern in den Dingen da draußen, in den Produktionsverhältnissen da draußen. So sagt Marx. Ja? Und so will es das Kapital, so wie er es analysiert. Ja. Und da kommt ein eigentümlicher
ein höherer Zerspiegel zustande, ja, weil dieser fleißige Marx analysiert so rechtschaffen, was das Kapital von sich aus tut an gesellschaftlicher Veränderung und Manipulation des subjektiv-objektiven Verhältnisses, dass er die andere Seite nicht beschreibt, ja, was allenfalls in den Frühschriften beschreibt, nämlich wie ginge die Aneignung von Erfahrung, ja, in dem Zwischenraum zwischen zwei Subjekten, ja, einem Ding und einem Subjekt oder wie immer. Ja? Wie geht in der Gesellschaft die Produktion von Wirklichkeitsverhältnissen untereinander auf glückliche Weise? Ja. Das beschreibt er nicht. Beschreibt er nicht oder bestenfalls gibt er Hinweise. Also wahrscheinlich wäre eine der sinnvollsten Definitionen dessen, was produziert wird und dessen, was an Wahrheit dabei produziert wird, das Wahre oder Wirkliche, daran immer das Dazwischenliegende. Also die Sache, die zwischen uns, die zwischen mir und dem Kollektiv, zwischen mir und den Dingen, zwischen mir und den Produktionsverhältnissen. Wenn ich spreche zwischen zwei Sprechern. Genau. Es ist deswegen vielleicht auch interessant, dass die Frage, wie lässt sich ein Schauplatz der Wahrheit überhaupt ausfindig machen? Wo wäre ein Schauplatz, in dem die Wahrheit erscheint? Eigentlich immer Räume Wahrheit oder Stimmigkeit. Oder Stimmigkeit, immer Räume des Dazwischen eine elementare Rolle spielen. Also denken Sie beispielsweise an den Verhandlungstisch. Der Verhandlungstisch ist nichts anderes als eine leere Mitte, in der in langen Prozessen Wahrheiten produziert werden. Oder man kann an den Gerichtssaal denken. Warum sitzen Zeugen, Angeklagte, Richter, Verteidiger und Zuschauer um eine leere Mitte? Weil sie wissen, nur in dieser leeren Mitte können gewissermaßen Wahrheiten zur Erscheinung kommen. Also, Fürsten treffen sich im Mittelalter an Brücken. Jeder kommt auf die Mitte der Brücke, ja? Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern eben an der Nahtstelle, zwischen zwei Gegensätzen liegt die Verständigungsmöglichkeit. Liegt die Verständigungsmöglichkeit und liegt auch das, was gewissermaßen als Substrat dieser Verständigung, man mag es Wahrheit, man mag es Wirklichkeit, man mag es Gemeinsamkeit nennen, davon transportiert werden kann. Aber das fundamentale Problem besteht darin, und das ist ein architektonisches Problem, also wenn man sagt, Wahrheiten brauchen Wahrheitsarchitekturen, dann braucht die Wahrheit den leeren Ort, den freigeräumten Ort, den abgezirkelten Ort und sei er markiert durch eine Gerichtseiche oder sei markiert durch eine erste Barriere, die die Welt einerseits und den Ort der Verhandlungen ganz fundamental abschneidet. Also diese Wahrheiten sind mit Operationen der Unterbrechung, des Abschneidens, des Erzeugens eines unbeschriebenen Orts gewissermaßen verbunden. Das wäre also ein Wahrheitstheater und es wäre auch in dieser subjektiv-objektiv arbeitenden Maschine der Ort des Dazwischen. Also weder auf der Seite des Subjekts noch auf der Seite des Objekts kann Wahrheit erscheinen, sondern nur tatsächlich im Verarbeitungsprozess dazwischen, der eben tatsächlich an der Nahtstelle. Ja. Und dies wäre sozusagen in jedem Menschen als Möglichkeit der Sensibilität enthalten. Ja? Menschen können das. Und das Buch von Marx, das wir darüber bräuchten, nicht, das müsste noch geschrieben werden. Es müsste gewissermaßen ein Buch geschrieben werden, in dem Marx ein höheres und höher sensibles Bewusstsein für die eigene Anthropologie besitzt. Das heißt also, für einen Menschen, den er immer schon voraussetzt, als arbeitenden Menschen, als einen, der sich als thermodynamische Maschine begreift, als einen, der an seinen Produktionsprozess gefesselt fähig ist für die Assoziation, der freie Assoziation der Produzenten. Genau. Ja? Also der auch fähig wäre, dieses Verhältnis, das Verhältnis der objektiv-subjektiven Verhältnisse ohne den Menschen, ohne diesen, wenn man so will, Koordinatenpunkt des Menschen zu denken. An dieser Stelle müsste gewissermaßen eine marxistische Anti-Anthropologie hinzugefügt werden, in der der Mensch nicht mehr der Bezugsort aller Dinge ist. So dass er sich ausnahmsweise aus dem Vormenschen herausbegibt, und solange er das tut, nicht, kann er mit den anderen wie ein Weltbürger verkehren. Dann kehrt er wieder zurück in sein Häuschen wie eine Schnecke.
kehrt er zurück und ist dort ausgestattet mit dem, was das 18. Jahrhundert an anthropologischer Ausstattung hinterlassen hat, nämlich ein hohes Maß an Selbstgefühl, ein hohes Maß an sinnlich-intellektuellem Verhältnis, ein hohes Maß an Emanzipationsbeschreibung, an Illusionsfähigkeit etc. Und an dieser Stelle gibt es bei Marx und mit Sicherheit im Kapital einen blinden Punkt, den Menschen nämlich nicht zum Menschen zu emanzipieren, sondern aus den Menschen heraus zu emanzipieren. Diese Aufgabe oder diese, wenn man so will, diese zentrifugale Bewegung hat das Kapital noch nicht geleistet. Also es gibt einen radikalen Aspekt im Kapital von Marx. Der radikale Aspekt besteht darin, dass die Wirklichkeit der Verhältnisse nur beschrieben werden kann unter der Substraktion des menschlichen Bewusstseins dabei, unter diesem eigentümlichen Bezugspunkt eines narzisstischen Ichs, das glaubt, es könnte sich autonom in der Welt bewegen. Das ist der radikale Aspekt. Der blinde Fleck besteht darin, dass die Veränderung dieser Verhältnisse, die das Kapital immerhin als Horizontlinie ansetzt, dass diese Veränderung wiederum nur durch den Rückbezug auf dieses kleine, schwache, humane Ich oder so zulässt. Und das ist die... Dass hier in einer anderen Zusammensetzung der Elemente nochmals aus sich heraustritt. Genau. Also neben der Arbeit noch einmal etwas entwickelt, was anders aneignen kann. Ja. Und dass das Ergebnis dieser Analyse wie ein Ergebnis dieser Emanzipation ein Mensch, wie auch immer man dieses Wesen nennen mag, ein Mensch stehen wird, den man noch nicht kennt, der noch keine Kenntlichkeit hat, der auch im 19. Jahrhundert noch nicht beschrieben ist. Der aber nicht neu ist, sondern aus Elementen besteht, die es längst gibt. Der aus Elementen bestehen kann, die es längst aber gibt. Aber in einer aus anderen Affekten Sortierung als die klassische Arbeitskraft. Genau, in einer anderen Legierung oder in einer anderen chemischen Zusammensetzung. Aber dieses Experiment, einen Menschen herzustellen, für den diese Verhältnisse noch nicht adäquat sind, einen Menschen herzustellen für künftige Verhältnisse. Einen Menschen, der gewissermaßen gestaltlos ist, der, wie Nietzsche gesagt hätte, ein noch nicht festgestelltes Tier ist. Diese offene Seite, glaube ich, ist mit dem Kapital zugleich dargestellt, wie auch auf eigentümliche Weise geschlossen, sodass man sagen könnte, es gibt hier bei Marx keinen großen Unterschied zu einer Anthropologie bei Kant, in der es heißt, dass eigentlich eine Gesellschaft für eine Gesellschaft von Teufeln gegründet werden müsste. Es kann aber sein, dass es in der Zukunft durchaus eine Gesellschaft von Engeln gibt. Es kann auch sein, dass weder Teufel noch Engel hinreichen, dieses Menschensubstrat zu beschreiben. Um es nochmal anders zu formulieren, es gibt im Kapital von Marx eine vorausgesetzte Anthropologie, die, so scheint es mir, für Marx Probleme stellt, die er selbst noch nicht lösen kann.
sie hier vor mir sehe, ja, kann man sie fast als Toten bezeichnen. Und tot geweiht. Das stimmt. Sie sind gar nicht Raucher, ja, sondern es ist das Zündmittel, ja, für die Sprengladung. Genau. Ich rauche keine Zigarre, das schmeckt mir nicht. Nee. Ich bin nicht Raucher. Aber ich wollte einfach nur mal zeigen, dass wir hier, wir Spezialkräfte, eben die Zigarre brauchen, um unsere Lunte in Brand zu stecken. Da geht mit einer Zigarre, geht das besser, wie wenn du da im Tunnel ein Streichholz anmachst. Weil die ist zuverlässig. Da geht um Sekunden, um Millisekunden. Und dann geht die Lunte und die gibt noch sozusagen eine halbe Minute Zeit, da muss man flüchten aus dem Tunnel, ja. Und wenn man herauskommt, ja, 7-mal gelingt's, 8-mal nicht. Halbe Minute ist vielleicht ein bisschen viel noch. 10 Sekunden, 14 Sekunden, dann je kürzer die Lunte, umso exakter kann man natürlich den Zeitpunkt der Detonation bestimmen. Und man muss schnell sein, weil man kann nur wählen, kommt man um, weil man nicht schnell genug ist gegenüber der eigenen Lunte, Ja. oder ist die Lunte der anderen, des Feindes, ja, schneller, sodass man in die Luft gesprengt wird. Manchmal gehen die beiden Explosionen in den 2 Tunnels, ja, dem Tunnel und dem Gegentunnel gleichzeitig. Also ist eigentlich fast schon die Regel mittlerweile, weil die Franzosen auch gut sind. Die sind gut. Also da sind echte Fachleute drunter. Die haben auch teilweise bei uns gelernt, in Oberhausen. Und ein paar kenne ich auch. Man Waren ist ja stolz selber- auf den Gegner, ja? Ja. Nicht wegen seines Könnens. Ja? Ja. Man ist verpflichtet, ihn zu hassen, ja, und zu vernichten. Sind gute Typen bei. Ja. Wir waren teilweise auch zusammen auf der Berufsschule, sind so in die Materie eingewiesen worden. Und hier ist ja immer noch ein bisschen mehr als das Können, dass man zu Hause, also in den Bergwerken darf man ja nur sprengen auf Bestellung. Ja? Ja, da wird dann natürlich nur auf Bestellung abgebaut und dann für Vortrieb nur eben auf Bestellung und auf Nummer sicher muss man ja gehen, weil Während hier im Krieg ist man unbestellt. Das ist eine ganz andere man kann das Geschichte. Können ganz anders einsetzen. das ist eine andere Geschichte. Und wie sagt man, trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Denn normalerweise, also im Normalabbau, also im tiefen Abbau, arbeiten viele Faktoren zusammen und man hat ja auch Pläne. Wenn wir aber, wie wir das jetzt hier in Vauquois machen, praktisch den Gegner in Tuchfühlung haben, ist eine ganz andere Geschichte. Hier ist nicht der Gegner die Kohle, sondern der Gegner ist in diesem Fall der französische Feind. Und Sie bauen jetzt Tunnel? Ja? Wir An bauen der Spitze Tunnel. des Tunnels kommt Sprengstoff rein? Richtig. Ja? Wir treiben den Tunnel so weit vor, wie es überhaupt möglich ist. Von unten, weil Sie wissen, oben ist der französische Tunnel. Genau. Wir dürfen nicht zu hoch graben, dann hat die Detonation nicht die Auswirkung. Je tiefer, umso flächendeckender ist der Abwurf nach oben. Wenn wir zu tief gehen, ist allerdings die Kraft zu gering. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Franzosen denken genau wie wir. Wir haben ja dieselben Lehrmeister gehabt. Aber ich sehe mich trotzdem nicht als Gesamtarbeiter. Den Ausdruck lehnen Sie ab. Den lehne ich ab. Ja. Der würde bedeuten, dass Sie gewissermaßen zusammen in Kooperation wären mit dem Feind. Ja. Quasi als wäre es Sabotage, als wäre es Verabredung. Ja, das kann man nicht. Sind Sie ja innerlich auch verschworen. Also jeder gibt sein Bestes. Ja? Ja, ich habe also ganz klar, man zieht den Hut vor der Fachkenntnis des Feindes, würde ich mal so ausdrücken, ja. Also da sind wirklich Genies drunter. Aber wir haben auch gute Leute. Das heißt, wenn Sie jetzt auf der anderen Seite führen würden, würden Sie auch sagen, ja, da drüben bei den Deutschen sind Ja. Genies drunter. Ja, Also klar. gegenseitige Achtung, Ja, daran fehlt es selbstredend. nicht. Ja? Nein, daran fehlt es nicht. Wir dürfen die Seele nicht vergessen. Und die Seele will sich äußern. Die Seele ist praktisch im Tunnel. Lieber will der Mensch das Nichts wollen als nicht wollen.
Richtig. Zum Beispiel, wenn wir in den Tunnel abrücken, um voranzutreiben, mit Echoloten hören wir das ab, wie weit der Gegner ist. Wir haben teilweise Sediment, dann haben wir Schiefer, dann gibt es Lehmstruktur. Gerade hier gibt es viel Sand in Vauquois. Und Das ist sehr schnell so durch. ist man auf eine imaginäre Weise mit der Seele des Gegners verbunden und auch mit dem Gehör, mit den Sinnesorganen. Und, Die horchen, sie horchen. Ja? richtig. Ohne die Arbeit und ohne die wirklich hochqualifizierte Arbeit des Feindes hätte man, glaube ich, nicht diese Motivation, den Tunnel immer weiter voranzutreiben und dann eben die Hochgefahr auch zu akzeptieren, auf den Tunnel des Gegners zu treffen. Das ist dann wenn die Tunnel auf gleicher Höhe sind, was Und dann stoßt komischerweise zusammen. angestrebt wird. Ja, Obwohl wir versuchen immer ein Stückchen tiefer zu gehen, Ja. damit wir dann, das macht der Gegner aber auch. das macht er auch, und wir können aber nicht, wie ich anfangs sagte, zu tief gehen. Also die Nonplusultra-Situation ist, wenn die Tunnel gegeneinander treiben und wenn dann der Erste den Durchbruch schafft, Ja, dann aber gibt es dann natürlich würden Sie da sofort eine verblüfft Detonation. gucken. Ja, da dann würden wird Sie auch sofort verblüfft gucken. Da gezündet. kann man ja gar nicht detonieren mehr. Ja, denn dann wird ja keine Sprengung gesetzt. Doch, sofort. Nein, doch nicht. Denn die töten ist zwei Parteien. Ja, das macht nichts. Verblüfft gucken sie einander an. Dann Ja, werden nein. sie doch sich nicht Doch. gegenseitig umbringen, gleichzeitig umbringen. Doch, also das hat mit Umbringen nichts zu tun. Dann Das ziehen sie ist- eine Pistole und schießen oder sowas? Nein, dann begrüßen nein, sie sich. Das nein. wäre doch wie Weihnachten, wenn plötzlich die beiden Tunnelgegner Auch das gibt es sicherlich, das habe ich auch schon erlebt. einander das, erblicken. Das habe ich schon erlebt, also dass man sich einander erblickt, das habe ich schon erlebt. Aber die Arbeit will vollbracht sein. Die Arbeit will zu Ende gemacht werden. Jeder will der Erste sein, jeder will der Bessere sein. Ich möchte versuchen zu erklären, den Begriff Vaterland für mich persönlich, was dieser Begriff für mich persönlich bedeutet und für viele, viele andere. Hoffe ich. Der Begriff Vaterland ist für mich mein eigenes Können, mein Einsatz, das, was ich gelernt habe, das, was ich kann. Das, was ich habe. Bankkonten Das, habe was ich ich nicht. habe, Ja? richtig. Grundstücke habe ich nicht. Aber mein Können habe ich. Richtig, ich habe mein Können, ich habe meine Spezifikationen und gerade ich, der dieses Können noch ausgeweitet hat zu einem Spezialistentum, kann behaupten, dass ich dieses liebe, was ich da tue, und das bedeutet für mich Vaterland. Wenn ich Sänger wäre, müsste ich singen. Ja? Wenn ich Dichter wäre, müsste ich schreiben. Genau. Ja? Wenn ich nun mal- Sprengmeister bin, Richtig, ich dann bin nun muss mal ich Sprengmeister. sprengen. Und sicherlich hat Sprengen auch etwas mit Vernichtung zu tun, mit Zerstörung. Aber wenn ich Kleingärtner wäre beispielsweise und Sprenge ich den Rasen. sprenge ich den Rasen, dann wäre das mein Vaterland. Und Wäre ich eben Gärtner. wenn ich Gärtner wäre, dann hätte ich dort Kriegszwecke eher praktisch- unbrauchbar. Ja, nicht? ja. Nachher Denn als wenn man die Gärtner. Gärtner gegeneinander führt, ja, die französischen Aber Spitzengärtner und die ich deutschen denke- Spitzengärtner, ergibt es kein Gefecht. Nein, aber nach dem Krieg kann man als Gärtner sicherlich, da kann man was machen. Also spielt alles zusammen. Oder Kindergärtnerin, wenn ich mir überlege, eine Kindergärtnerin, ja,
Aber warum soll eine Kindergärtnerin ihren Beruf nicht als ihr Vaterland Ja. deuten und empfinden und auch leben? Meiner ist nun mal der Beruf des Sprengmeisters. Warum sagt man eigentlich Vaterland und nicht Mutterland? Ist ja so, es gibt viele alleinerziehende Mütter heutzutage. Deshalb könnte man jetzt schon vielleicht von Mutterland sprechen, ne? Und nicht mehr von Vaterland. Ne? Weil die vaterlose Gesellschaft, die es jetzt seit den späten 60er Jahren Spricht man viel von, gibt, ja. da spricht man sehr viel von. Wäre eine mutterlose Gesellschaft, könnte es nicht geben, dann würden keine Kinder entstehen. Ja. Ja. Aber es gibt den Begriff Mutterschiff. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Mutterschiff, allein dieses Wort, das hat viel mehr, das hat einen anderen Charakter wie Vaterland. Ja. Vaterland hat für mich etwas damit zu tun, auch mit Beschützen, mit Erweiterung, mit Können, merkwürdigerweise auch mit Krieg. Und Mutterschiff hat damit zu tun mit Brust, ja, von der Brust trinken. Seefahrt, Versorgung, ja, andocken, Ja. Hinkommen. Und Vaterland ist ausströmen. Und mein Mutterschiff Beruf, winken, wenn man wegfährt. Ja? Richtig. Andere Schiff winken, wenn winken. man wiederkommt. ja, Eigentlich Schiff winken, also friedfertig. Ja? friedfertig. Vaterland ist auch, wenn man aus diesem Bereich, in dem man sein Vaterland vertritt, hinaustritt, ist Vaterland immer noch da. Es ist bei Seid einem. ihr ja nicht tätig in einem Vaterland. Das kann man ja, die Hügel von Vauquois kann man gar nicht Land nennen, sondern es sind Tunnel. Ja? Also Vatertunnel, Vatertunnel. Ist ja eigentlich kein geläufiger Ausdruck. Ja? Ich lasse mich in meinem Vatertunnel in die Luft sprengen. Ja, durch Ja, die aber Vatertunnel Vatertunnel der ist ja anderen. auch Vaterland, denn der Tunnel ist im Land. Also über uns ist Land. Wenn man es so genau nimmt. Erde ist Land. Erde. Zerrupfte Erde. Also Zerrupfte eigentlich kann man Erde. das nicht mehr Land nennen. Da könnte man keine Rübe pflanzen. Sandland, Sandland, ja. Trümmerland. Trümmerland. Ja. Zerstörtes Land. Ja. Eigentlich, was man da erobert, ist ja wirklich furchtbar. Ich weiß nicht. Ich glaube fest daran, dass spätere Generationen uns dankbar sind, dass wir so gehandelt haben. Und so ein Fundhügel von Vauquois könnte man sozusagen wie ein Denkmal, ja, nicht als Päckchen in die Heimat schicken, ja, nicht. Und das wäre noch besser, als wenn man die eigene Asche, die ja nicht mehr da ist nach der Sprengung. Das ja. heißt mit anderen Worten, dass wir hier einen Ort des Massentourismus vorbereiten, vielleicht. Ein bekannter Ort, es wird ein bekannter Ort werden. Falls das ist die schon mal klar. Nachwelt an das Heldentum glaubt und nicht einfach es verleugnet. Ja? Auch so, Ja. egal. Kann auch schlimm werden, wenn die sagen einfach, wir haben von dem Krieg so genug. Ja, nicht. Das wollen wir nur noch gar nicht erst ignorieren. Trotzdem, das, was wir hier machen, Tunnel bauen und Sprengungen, das ist, egal in welcher Form, auf jeden Fall bedeutsam. Bedeutsam, aber kontraproduktiv. Und ja, von mir aus. Ja. Kontraproduktiv ist produktiv. Gegen einen anderen. Spielt keine Rolle, ob kontra oder für. Produktiv ist es auf jeden Fall. Ja? Wenn man einen Leitsatz sagen würde, ja, was für dieses Verhalten, wie würde man den formulieren? Sprichwort. Sprichwort. Ich würde vielleicht sagen, bohr, sonst verlor.